Dein Gehirn ist kein Computer. Ich beginne mit etwas, das die meisten Lernenden nicht wissen. Sprachenlernen ist nicht linear. Was heißt das? Es bedeutet, nicht jeder Mensch lernt auf die gleiche Art, nicht in der gleichen Zeit, nicht mit den gleichen Stärken. Manche Menschen hören eine Sprache, nach wenigen Monaten sprechen sie schon, aber sie haben Probleme mit Schreiben. Andere können nach 2 Jahren wunderbar lesen und verstehen, aber beim Sprechen blockieren sie. Manche lernen schnell am Anfang, dann langsam. Andere lernen langsam am Anfang und plötzlich explodiert ihr Fortschritt. Das Gehirn ist kein Computer. Du kannst nicht einfach mehr Input hineinstecken und schnelleren Output erwarten. Sprache wächst organisch. Wie ein Baum, nicht wie ein Gebäude. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Wenn du dich mit anderen vergleichst, was passiert in deinem Gehirn? Dein Gehirn bewertet, es analysiert, es urteilt. Und wenn dein Gehirn urteilt, schaltet es in den Überlebensmodus. Es wird defensiv. Es zieht sich zurück. Aber Sprache, echte Sprache, freie Sprache, kreative Sprache kann nur entstehen, wenn dein Gehirn sich sicher fühlt. Wenn es entspannt ist, wenn es spielen kann. Du kannst nicht gleichzeitig sprechen und dich beobachten. Du kannst nicht gleichzeitig kommunizieren und dich bewerten. Der Vergleich macht genau das. Er bringt einen inneren Kritiker in den Raum, einen strengen Beobachter. Bei jedem Satz denkst du, ist das gut genug? Klingt das richtig? Was würde die andere Person jetzt sagen? Und dieser Kritiker ist der größte Feind deiner Sprache. Was will ich damit sagen? Vergleiche haben nicht nur eine Form. Sie kommen in verschiedenen Masken. Die erste Maske: Du vergleichst dich mit Muttersprachlern. Du hörst einen Deutschen sprechen, schnell, locker, mit Humor. Du denkst, so werde ich nie klingen. Und vielleicht stimmt das sogar. Vielleicht wirst du nie klingen wie jemand, der mit dieser Sprache aufgewachsen ist. Aber, und das ist wichtig, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, ein Muttersprachler zu werden. Das Ziel ist, dich auszudrücken. Deine Gedanken teilen, Verbindungen schaffen. Dein Leben in dieser Sprache leben. Die zweite Maske: Du vergleichst dich mit anderen Lernenden. Das ist besonders gefährlich, weil es so logisch klingt. Wir lernen beide Deutsch, also sollte ich ähnlich weit sein. Aber du weißt nichts über diese Person. Wie viele Stunden übt sie täglich? Kann sie schon andere germanische Sprachen? Lebt sie in Deutschland? Hat sie einen deutschen Partner? Hat sie Deutsch schon als Kind gelernt? Du siehst das Ergebnis, du siehst nicht den Weg. Die dritte Maske: Du vergleichst dich mit dir selbst von früher. Ich lerne seit 3 Monaten und bin immer noch langsam. Oder: Am Anfang war ich so motiviert, jetzt fühlt es sich schwer an. Das ist das Plateau. Jeder Lernende kennt es. Und fast jeder versteht es falsch, als Signal zum Aufhören. In Wirklichkeit ist das Plateau ein Zeichen. Dein Gehirn verarbeitet die Sprache gerade tief.
Die Verbindungen werden stärker. Die Wurzeln wachsen, auch wenn du oben noch nichts siehst. Alle 3 Masken haben etwas gemeinsam. Sie lenken deine Aufmerksamkeit von dir weg, auf jemand anderen oder auf eine Version von dir, die nicht existiert. Ich möchte einen Moment pausieren, weil ich nicht nur über Deutsch sprechen möchte. Wenn wir uns vergleichen, erzählen wir uns eine Geschichte. Eine Geschichte über uns selbst. Und diese Geschichte hat immer die gleiche Struktur. Die andere Person ist besser. Ich bin schlechter. Mir fehlt etwas. Diese Geschichte fühlt sich wie die Wahrheit an. Aber sie ist keine Tatsache. Sie ist eine Interpretation. Stell dir vor, du siehst jemanden im Fitnessstudio, der mehr Gewicht hebt als du. Du kannst dir nun 2 Geschichten erzählen. Geschichte Nummer 1: Ich bin schwächer, ich werde das nie können. Geschichte Nummer 2: Diese Person trainiert vielleicht seit Jahren. Ich bin hier, ich lerne, ich wachse. Dieselbe Situation, 2 völlig verschiedene Geschichten. Und diese Geschichten bestimmen, wie du dich fühlst. Also, was tust du als nächstes? Du kannst dir erzählen, ich bin zu langsam, ich lerne nicht richtig, ich bin nicht begabt. Oder du kannst dir eine andere Geschichte erzählen. Und jetzt die wichtigste Frage, die du dir heute stellen solltest. Was wäre, wenn der einzige wichtige Vergleich der Vergleich mit gestern wäre? Nicht mit einem Muttersprachler, nicht mit einem anderen Lernenden, nicht mit einer idealen Version von dir, sondern kannst du heute etwas auf Deutsch sagen, was du gestern nicht sagen konntest? Verstehst du heute einen Satz, der letzte Woche noch unklar war? Klingt ein Wort heute natürlicher als vor einem Monat? Das ist Fortschritt, echter Fortschritt. Und er ist unsichtbar, wenn du immer auf andere schaust. Ich sage dir jetzt nicht, hör einfach auf, dich zu vergleichen. Denn das ist leichter gesagt als getan. Vergleiche sind menschlich. Sie sind tief in uns. Man kann sie nicht einfach abstellen wie ein Licht. Aber man kann sie umlenken. Hier sind 3 konkrete Dinge, die du sofort tun kannst. Erstens, führe ein kleines Fortschrittstagebuch. Nicht täglich, das ist zu viel. Einmal pro Woche, 5 Minuten. Schreib auf Deutsch, auch wenn es nicht perfekt ist, was hast du diese Woche verstanden? Was hast du gesagt? Was hat sich leichter angefühlt als letzte Woche? Das ist keine Hausaufgabe, das ist dein Spiegel. Ein Spiegel, der dir zeigt, was kannst du wirklich, nicht was du noch nicht kannst. Mit der Zeit wirst du sehen, du bist nicht stehen geblieben. Du bist jeden Tag ein kleines Stück weitergegangen. Du hast es nur nicht gesehen, weil du in die falsche Richtung geschaut hast. Zweitens, wenn du dich beim Vergleichen erwischst, mach eine Pause. Nicht um dich zu kritisieren, nicht um dir zu sagen, das darf ich nicht denken, sondern um zu fragen, was weiß ich wirklich über diese andere Person? Was weiß ich über ihren Weg, ihre Zeit, ihre Situation? Meistens ist die ehrliche Antwort sehr wenig. Du vergleichst deine innere Welt mit der äußeren Erscheinung eines anderen Menschen. Das ist wie ein Vergleich zwischen dem, was du wirklich fühlst
und dem Profilbild eines anderen. Es ist kein fairer Vergleich. Es ist kein echter Vergleich. Drittens, feiere kleine Dinge, laut, bewusst. Du hast zum ersten Mal einen deutschen Witz verstanden. Das ist riesig. Du hast einen deutschen Satz gesagt, ohne vorher nachzudenken. Außergewöhnlich. Du hast ein deutsches Lied mitgesungen. Wunderbar. Diese Momente zählen. Nicht, weil sie klein sind, sondern weil sie beweisen, Deutsch lebt in dir. Es wächst. Es wird Teil von dir. Und das ist mehr wert als jeder Vergleich mit jemandem, den du nicht kennst. Ich möchte dir etwas sagen, das ich wirklich glaube. Deutsch zu lernen ist kein Wettbewerb. Es gibt keine Ziellinie, keinen ersten Platz, keine Medaille für den Schnellsten. Es gibt nur dich und die Sprache. Deine Verbindung zu dieser Sprache, deine Geschichte mit dieser Sprache. Ich habe am Anfang gesagt, ich vergleiche mich täglich. Das stimmt. Und ich werde wahrscheinlich nicht aufhören. Aber ich habe gelernt, ich bemerke diesen Vergleich und dann lasse ich ihn los. Wie eine Wolke, die vorbeizieht. Ich sehe sie, ich folge ihr nicht. Und in dem Moment, wo ich aufhöre, auf die Wolke zu schauen, sehe ich wieder, wo ich bin. Das wünsche ich dir. Nicht Perfektion, nicht Schnelligkeit, nicht klingen wie jemand anderes, sondern die Fähigkeit, dich selbst zu sehen. Deinen eigenen Weg, dein eigenes Deutsch.